Woo! Maybe that's a picture of what happens in relationships. Vielleicht steht das dafür, was in Beziehungen passiert. They don't always run as smoothly as planned. Die laufen nicht immer so, wie man das plant. So welcome to the message tonight. It's called Finding Love. Vielen Dank, dass ihr da seid und heute bei der Predigt dabei seid, die heißt Liebe, Finden. And so this message is about how we enter into romantic relationships. In dieser Predigt geht es darum, wie wir in eine romantische Beziehung eintreten. And hopefully how those relationships can actually lead to marriage. Und wie diese Beziehung dann in eine Ehe mündet. And so as I was preparing for this, I found two interesting memes online. Als ich mich für die Predigt vorbereitet habe, habe ich zwei lustige Memes gefunden. And about dating. Es geht darum Dating. That first one says, I told a girl to text me when she got home. She must be homeless. Auf dem linken Bild steht, ich habe dem Mädchen gesagt, dass sie mir Bescheid sagen soll, wenn sie zu Hause ist. Ich glaube, sie ist obdachlos. And then the other one says, when you're single and people tell you there's plenty of fish in the sea, but your inbox looks like. Und auf dem rechten Bild steht, wenn du Single bist und die Leute dir sagen, dass es viele Fische im Teich gibt, aber deine Mailbox so aussieht. You know, being single and trying to get into a relationship is not always simple. Also wisst ihr, Single zu sein und daran zu arbeiten, in eine Beziehung zu kommen, ist nicht mal einfach. It can be complicated. Es kann wirklich It can kompliziert be sein. hurtful. Es kann wehtun. And so I'm not trying to suggest to anybody that it's just always easy. Also ich möchte hier nicht irgendwie vorschlagen, dass es immer einfach ist. There are a few lucky people who seem to it sort of just clicks and just works perfectly, but that's not most people. Also es gibt ein paar Leute, wo es einfach klickt und dann läuft es, aber es ist nicht bei den meisten so. Alright, so we're in a series called Desire, Intimacy and Identity. Wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Verlangen, Intimität und Identität. And the memory verse for this series is from Genesis 2 verse 24. Und der Merkvers der Predigtreihe ist das 1. Mose 2,24. It says, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Da steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. And in this series, Chris began talking about God's pattern for family. Und am Anfang des Predigtreihe hat Chris darüber erzählt, wie die Familie funktioniert. And then Anita spoke to us about the glory of womanhood. Und dann hat Anita darüber über die Herrlichkeit der Frau erzählt. And then I spoke about the four-pillared man. Und ich habe über den auf vier Säulen stehenden Mann erzählt. And then Robin spoke last week about singleness. Und Robin hat uns letzte Woche was über das Single-Dasein. And now I'm going to be speaking about finding love. Jetzt geht es darum, Liebe zu finden. Then the following weekend we've got the Easter service. Und dann, danach kommt mit der Unterbrechung, da gibt es den Ostergottesdienst. And then to our grand finale, Und dann zum großen Finale, where Mike and Elena are going to be speaking to us about sex. geht es dann über Sex. Mike und Helene werden darüber sprechen. Alright, and then Proverbs chapter 19 verse 14 it says, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. In Sprüche 18,22, das ist der Schlüsselvers in dieser Predigt, steht, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt. So we find out in the Bible that to be single is good. In der Bibel steht, dass Single-Sein gut sein kann. But we also discover that marriage is good. Aber es steht da auch, dass Ehe gut ist. And that he who finds a wife finds what is good. Und der eine Frau findet, etwas Gutes findet. And that takes us back to Genesis. Und das bezieht sich dann auf 1. Mose. Where the first thing that we discover in the world that was not good was man alone. Nämlich also das erste, was nicht gut war in der Schöpfung, war, dass der Mensch alleine war. And if you've ever been to a WG where there's a bunch of bachelors who live there, then you would know that it's not good for man to be alone. Und wenn ihr mal in so einer Männer-WG gewohnt habt oder sie besucht habt, dann wisst ihr, dass Männer, die alleine stehen, nicht unbedingt gut sind. And so God says that when a man finds a wife, he finds what is good. Also in der Bibel steht, wenn ein Mann eine Frau findet, dann hat er was Gutes. And that is favor or grace from him. Und das ist wirklich Gnade. Now, we've spoken a lot about romantic relationships in a series we did called Finding Love That Lasts. Wir haben viel über Romantik und romantische Beziehungen gesprochen in einem Seminar, das heißt Liebe, die für immer hält. And so you can find this seminar online and you can actually watch the videos.
Und das Seminar fand vor ein paar Wochen statt und es gibt Videos und Audios dazu. If you go to YouTube, you will see them all loaded there. Also auf YouTube oder auch auf And so Soundcloud. I can only cover a small bit about romantic relationships now. Also wir können hier jetzt nur so einen kleinen Teil sprechen. But if you want to find out more, please by all means go and listen to that. Aber wenn du da tiefer eintauchen gehst, dann bitte hör dir dieses Seminar an. Now when we talk about relationships, there's really two broad paths to taking how do we do them. Und wenn wir so über Beziehungen sprechen, sind da zwei große Teile, die wir uns anschauen. Of course there's some overlap, but we can generalize to say there's like a worldly way of doing relationships and there's a godly way of doing relationships. Es gibt da auch viele Überschneidungen, aber tendenziell gibt es einfach einen weltlichen Weg, wie man Beziehungen angeht, und einen göttlichen Weg. And it's a question of love or lust. Und es ist dann oft eine Frage, Liebe oder Begierde. So what is the difference between love and lust? Also was ist eigentlich der Unterschied? Lust is the desire to benefit self at the expense of others, so lust therefore takes. Also Begierde ist der Drang, Selbstnutzen zu ziehen auf Kosten anderer. Sie nimmt daher. Love is the desire to benefit others at the expense of self. Love therefore gives. Liebe ist der Drang, anderen zu nutzen auf Kosten von sich selbst. Daher gibt Liebe. So the biggest difference between love and lust is not attraction itself, but it is selfishness or selflessness. Also die Sache an Liebe ist nicht dieses Angezogensein, sondern so der Unterschied zwischen Selbstbezogenheit und Selbstlosigkeit. So let's have a look at some of these differences between love and lust. Also lasst uns da nochmal genauer die Unterschiede anschauen. And you'll see that depending on if we're driven by love or by lust, it will change the kind of relationships we build. Und wir werden sehen, wenn wir das jetzt durchgehen, dass das, was uns quasi antreibt, entweder Liebe oder Begierde im Hintergrund hat. So lust is all about yourself. Also Begierde und Lust geht es um dich selbst. Love is about the other person. Bei Liebe geht es um die andere Person. Lust takes, love gives. Lust nimmt, Liebe gibt. Lust is selfish, love is selfless. Begierde ist selbstbezogen, Liebe ist selbstlos. Lust is about my desires, love is about their benefit. Bei Begierde geht es um meine Wünsche und bei Liebe geht es um den Nutzen des anderen. Lust is about serving myself, love is about serving the other. Bei Begierde geht es darum, sich selbst zu dienen, bei Liebe dient man dem Partner. Lust pretends about itself, love is vulnerable. Bei Begierde wird oft etwas vorgetäuscht und Liebe macht verletzbar. You could say that lust wants to get physically naked, whereas love gets emotionally naked. Man könnte auch sagen, dass bei Begierde danach strebt, physisch nackt zu werden, während es bei Liebe darum geht, sich emotional auszuziehen. Lust is often devious, going behind people's backs or lying. Begierde oder Lust ist oft irgendwie hinterhältig oder es geht auch oft um Lüge. Lust and love is honest. Liebe ist ehrlich. Lust has an idealized version of itself that it presents, but also sees the other person in an idealized way. Wenn es um Begierde geht oft so auch eine idealisierte Vorstellung von sich selbst oder anderen Personen mit rein. Whereas love is realistic about itself and the other person. Wobei es bei Liebe eine realistische Vorstellung von der Sache selbst und der anderen Person ist. So lust objectifies, love personalizes. Begierde objektifiziert, Liebe personalisiert. Lust only wants to learn about their body. Bei Begierde geht es darum, den Körper kennenzulernen. Love, on the other hand, wants to learn about their mind. Bei Liebe geht es darum, den Verstand kennenzulernen. Lust is sensual, love is emotional. Begierde ist eher lustvoll, Liebe ist emotional. Lust is just interested in sex. Bei Lust geht es nur um Sex. Love is interested in a whole person. Bei Liebe ist interessiert in die ganze Person. Lust is only interested in romance. Bei Begierde geht es nur um Romantik. Love is interested in friendship. Bei Liebe geht es um Freundschaft.
Lust always wants to be alone with the other person. Bei Begierde geht es darum, viel mit der anderen Person alleine zu sein. Love wants to meet their friends. Bei Liebe geht es darum, auch die Freunde kennenzulernen. Lust doesn't care what their loved ones think about anything. Bei Lust geht es oft nicht darum, was die liebevollen Leute der anderen Person darüber denken. Love cares about what their friends and family think about. Aber bei der Liebe werden die anderen Leute mit einbezogen. Lust is indifferent to honor. Lust ist gleichgültig gegenüber der Ehre. Whereas love is always careful to honor. Aber bei Liebe spielt die Ehre eine wichtige Rolle. Lust is superficial, love is deep. Begierde ist oberflächlich, Liebe ist tief. You could say lust is skin deep, but love is soul deep. Bei Begierde geht es um die Haut und bei Liebe geht es um die Seele. Lust is instant, love is gradual. Begierde ist sofort, Liebe ist allmählich. Lust is temporary, love is permanent. Begierde ist temporär, Liebe ist permanent. Lust decreases with time, love increases with time. Begierde nimmt mit der Zeit ab, Liebe nimmt mit der Zeit zu. Lust is volatile, but love is steady. Begierde ist flüchtig, Liebe ist standhaft. You could say that lust is like a roller coaster, whereas love is like an autobahn. Begierde ist wie eine Achterbahn und Liebe ist wie eine Autobahn. You know, when you go on a roller coaster, it's exciting in the moment, Also auf einer Achterbahn ist es für den Moment ziemlich aufregend, but it doesn't actually go anywhere. aber es führt nirgendwo hin. And when you get off of it, you feel a little bit nauseous. Und wenn du aus so einer Achterbahn rauskommst, ist es erstmal ein bisschen schwindelig. An autobahn is steady and level and has a destination in mind. Und eine Autobahn ist wirklich geradlinig und führt irgendwo hin. So lust demands immediate gratification, Begierde verlangt sofortige Befriedigung whereas love is prepared to wait. und Liebe wartet. Lust offers a condom, love offers a ring. Begierde bietet ein Kondom an, die Liebe bietet den Ring. Lust is suspicious, love is trusting. Begierde ist argwöhnisch, Liebe ist Vertrauen. Lust can be obsessive, whereas love is balanced. Begierde kann Besessenheit auslösen, Liebe ist ausbalanciert. Lust values freedom just in case they meet someone else who's even better. Begierde wertschätzt die Freiheit, falls jemand anderes noch auftaucht. Whereas love values commitment because they're in for it 100%. Während Liebe die Verpflichtung wertschätzt und man 100% dabei ist. Lust discards a person when there's difficulty, love perseveres. Und bei Begierde wird eine Person oder eine Sache weggeworfen, wenn Probleme entstehen, aber Liebe hält durch. When a person is lusted after, at the end, they feel used. Am Ende von so einer Lustbeziehung fühlt sich eine Person auch benutzt. Whereas when someone is loved, they feel protected. Aber wenn sich jemand geliebt fühlt, fühlt er sich beschützt. Lust leads to heartbreak. Begierde führt zu gebrochenen Herzen. Love leads to finding love that lasts. Und Liebe führt dazu, Liebe zu finden, die hält. So you can easily see, if we're driven by lust, what kind of relationships we would build. Und ihr seht, wenn uns quasi die Begierde drängt, wo sie uns hinführt. Whereas when we're led by love, it leads to a totally different kind of relationship. Und wenn uns aber die Liebe führt, dann führt sie uns in eine total andere Beziehungsart. Now, one thing I should really say, which is important, Eine Sache, eine wichtige Sache, die ich sagen muss, is that even when you follow the way of love and do it God's way, und dass selbst wenn du diese Sache mit Liebe angehst und nach Gottes Dünken das machst, it's not a guarantee that everything will work out. ist es keine Garantie dafür, dass alles gut aussieht. It doesn't mean that you won't experience pain or heartbreak. Also es ist nicht so, dass du keinen Schmerz spürst und dein Herz nicht kaputt wird. When you talk about relationships and romance, it's impossible not to get hurt. Also wenn du über Beziehungen sprichst, über Romantik sprichst, es führt kein Weg drumherum, dass es weh tut. I think maybe especially Christians can be quite naive about relationships. Und vielleicht sind da Christen auch ein bisschen naiv.
because they haven't had a whole row of relationships to see what really happens, Die hatten jetzt noch nicht tausende von Beziehungen, zu gucken, wie das eigentlich wirklich that ist. they think when they finally get the relationship they want, Aber die denken oftmals, dass wenn sie dann die Beziehung haben, die sie immer wollten, it'll all just work out in a magically wonderful way. dann wird das auf magische Weise alles total super. Kind of like a Disneyland version of romance. Also eine Disneyland-Version von Romantik. But when we engage in loving people, there's always going to be rejection and pain that happens. Aber wenn wir in so eine romantische Beziehung treten und das anfangen, dann wird da immer Ablehnung sein und immer Schmerz. And even when you try to do it God's way, it doesn't guarantee that you will get married or that your marriage will just be wonderful. Und auch wenn du das irgendwie auf Gottes Art und Weise machst, dann heißt das nicht, dass du da immer in so eine Ehe reinkommst mit der Beziehung oder dass deine Ehe super And wird. to be honest, this is where love is really tested. Aber da wird Liebe wirklich auf die Probe gestellt. It's what happens when reality happens. Was passiert, wenn die Realität einschlägt? What happens when sin happens? Was passiert, wenn Sünde reinkommt? Then you can see if a person is really going to love, Dann sieht man wirklich, ob eine Person liebt or they're just going to say, it doesn't benefit me, I'm out of here. oder diese Person sagt, boah, mir nützt das hier nichts mehr, ich bin raus. Now, in the olden times, they used to have an expression when a man wanted to take a lady out. In damaliger Zeit gab es so einen Ausdruck, wenn ein Mann eine Frau zum Ausgebeten hat. And the father would ask this man who was taking his daughter out on a date, Und der Mann hat den Vater dieser Frau gefragt he would say, and what are your intentions, young man? und hat er gefragt, okay, was sind deine Ambitionen, junger Mann? And the correct answer Und die richtige Antwort auf diese Frage was strictly honorable, sir. hat er gesagt, absolute ehrenhafte Intention, mein Herr. And so this is really important in relationships. Und das ist wirklich wichtig in Beziehungen. So then you can put that next slide up. Is that what strictly honorable meant is that you would engage in this relationship in a very honorable way. Und das bedeutet, wenn du sagst, absolut ehrenhaft, dass du in diese Beziehung anzufangen, dass du das wirklich auf eine ehrenhafte Weise tust. It means you wouldn't take advantage of that lady. Du wirst keine Vorzüge aus dieser Frau, aus dieser Beziehung You rausholen. wouldn't play with her heart. Du spielst nicht mit ihrem Herzen. You would conduct a relationship in the open. Du wirst die Beziehung in der Öffentlichkeit führen. And if it was a serious relationship that you had marriage in mind and not just playing around. Und wenn es eine ernsthafte Beziehung ist, dann ist das Wort Heirat auch in deinem Kopf und du spielst nicht nur rum. And I believe that this sense of honor in relationships is really God's heart for relationships. Und ich glaube, dass diese Art und Weise der Ehre auch Gottes Herz ist dafür, wie die Beziehung aussehen oder anfangen soll. And in my experience, I became a Christian when I was 13. Und ich bin mit 13 Christ geworden und ich habe Erfahrung auch damit. And one of the first things that God started going for is lust and relationships. Und eine der ersten Sachen, die Gott besprochen hat, war Begierde und Beziehung. That the importance of sexual purity Die Wichtigkeit von sexueller Reinheit. and the importance of not getting trapped in pornography Und die Wichtigkeit, dass man sich nicht in Pornografie verstrickt. and the way that we speak about women as men. Und die Art und Weise, wie wir als Männer über Frauen sprechen. And so these are things that the Holy Spirit really began to deal with me about. Und das war eines der ersten Sachen, die der Heilige Geist mit mir besprochen hat. I can't say that I always was just like totally open to the Holy Spirit. Ich kann nicht sagen, dass ich immer super offen war dem Heiligen Geist gegenüber. It took a while, Es hat ein bisschen gedauert. but after some time I made that decision that I'm going to walk in sexual purity. Aber es hat gedauert und dann habe ich aber diese Entscheidung getroffen, in diese sexuelle Reinheit, diesen Weg zu gehen. That I'm going to save sex for marriage, Dass ich warte bis zur Ehe, bevor ich Sex and that I'm habe. going to have nothing to do with pornography, Dass ich mit Pornografie nichts am Hut haben werde. and that I'm just going to try and build healthy relationships with women. Und dass ich einfach weiter und gesunde Beziehungen zu Frauen aufbaue. And so I met Taryn when I was at university. Taryn, meine Frau, habe ich getroffen, als ich in der Uni war. We met through the church, Wir haben uns in der Gemeinde kennengelernt. and we were actually friends for a few years before we began a romantic Wir relationship. waren schon ein paar Jahre in einer Freundschaft und bevor wir uns für eine Beziehung entschieden haben. And I remember something that was really important to me was to honor her parents. Und etwas, was mir sehr wichtig war, ist, dass ich auch ihren Eltern Ehre dargemacht habe. And so I remember
the first time that I met Terrence's dad, it wasn't under ideal circumstances. Und das erste Mal, als ich Terrence Vater getroffen habe, waren die Bedingungen nicht ganz ideal. Because what had happened is that a friend of ours wanted to get water baptized. Ein Freund von uns wollte im Wasser getauft werden. And so Terrence said, well, why don't we do it at my house? Und Terrence hat gesagt, hey, warum machen wir es nicht bei uns zu Hause? My parents are going to be at work. Meine Eltern werden auf der Arbeit sein. And so we will have the place to ourselves and we can baptize this friend in the pool. Also das heißt, das Haus ist quasi frei und wir können diese Person bei uns im Pool taufen. And so I did this, I baptized this friend of ours. Und da habe ich diesen Freund von uns getauft. And I remember I got out of the swimming pool. Also dann bin ich aus dem Swimmingpool rausgekommen. And those were the days when I had very long hair, like to about here. Und damals hatte ich noch sehr lange Haare, so bis hier. And I had like copper and leather bracelets. Und ich hatte so Kupfer- und Lederarmbänder. And I was wearing a sarong, like a wrap. Und ich hatte so ein Tuch umgewickelt. And what happened is we finished the baptism, and I was walking just by the pool. Und dann haben wir diese Taufe beendet und ich bin so am Pool lang gelaufen. And next thing I saw Terrence's dad there. Und dann habe ich Terrence Vater auf ihn And for some reason he decided to come back early from work. Und warum auch immer hat er entschieden, er kommt früher von der Arbeit nach Hause. And so the first time I ever met him, it was looking like that with no shirt on. Und als ich das erste Mal getroffen sah ich dann so aus, ich hatte kein T-Shirt an. And was like, yeah, we used your pool to like baptize this guy. Und so, ja, wir haben einen Pool benutzt, muss niemand taufen. And he was standing there in his full-on business suit. Und er stand da in seinem Anzug. And he was like a wealthy businessman, and so I wasn't exactly what he was expecting his daughter to find. Er war so ein reicher Geschäftsmann und er war jetzt nicht, also ich war jetzt vielleicht nicht die Person, die er erwartet hat, dass sie seine Tochter ausführt. But when we wanted to begin our relationship, I went to speak to Terrence's parents. Aber als ich beschlossen habe, dass wir eine Beziehung anfangen, habe ich mit Terrence Eltern gesprochen. And I remember when I said to him, could I have your blessing to court your daughter? Und dann, als ich gefragt habe, um Erlaubnis gebeten habe, die Tochter zu umwerben, He said probably what most of your parents would say. er hat das gesagt, was die meisten eurer Eltern auch sagen. He said, what do you mean? Er hat gefragt, was meinst du damit? What do you mean by court? Was meinst du mit hofieren? And so I explained it to him. Ich habe ihm das erklärt. And he said, yes, I give you my blessing. Er hat gesagt, ja, da gebe ich dir mein Segen. And so that was really helpful because right from the beginning, Terrence's parents, we were all together in unity. Und das war wirklich sehr hilfreich, denn von Anfang an waren wir eine Einheit. And then later, when I wanted to actually get married to Terrence, und später, als ich dann tatsächlich Terrence heiraten wollte, then I also asked them for their daughter's hand in marriage. Und dann habe ich sie nämlich auch um die Hand ihrer Tochter gefragt. And so I remember we did that and they said yes. Also ich erinnere mich, wir haben das gemacht und sie haben ja gesagt. But Terrence had said, but I need to have a meeting just with you tonight. Und dann hat der Vater gesagt, ja, aber ich möchte heute Abend alleine mit dir sprechen. And so we had a man-to-man meeting. Also wir hatten ein Mann-zu-Mann-Meeting. And so he was asking me all of these very difficult questions. Er hat mich sehr viele schwierige Fragen gefragt. You know, especially like about finances and provision. Also da ging es viel um Finanzen und Versorgung. And my plans for the future. Und meine Pläne für die Zukunft. And just everything about making sure that his daughter was well taken care of. Also einfach alles, um sicherzustellen, dass sich gut um seine Tochter gekümmert wird. And then at the end of it, he said this to me. Und am Ende hat er das gesagt. He said to me, and if you ever do anything to hurt my daughter, Und er hat gesagt, wenn du jemals irgendetwas tust, das meine Tochter verletzt, I am going to find you and put my boot right into you. Dann werde ich dich finden und mein Stiefel wird dich auch. He said a few other things. Er hat noch eine andere Sache gesagt. And you know, when he said it, I was very happy. Und als er das gesagt hat, habe ich mich sehr gefreut. Because I knew that he understood how important it was to take care of his daughter. Denn er hat verstanden, wie wichtig es war, dass sich um seine Tochter gekümmert wird. I wasn't even slightly offended. Ich war auch gar keinen Anschluss genommen. In fact, I thought it was quite funny and I laughed. Ich dachte eigentlich, es wäre lustig, ich habe gelacht. But I really, because
to me that means that he wanted to honor his daughter and make sure she was protected. Ich habe verstanden, dass er seine Tochter damit geehrt hat und sie beschützen wollte. And also, if you're a man seeking a relationship with a woman, that should not offend you that the parents and especially the father are concerned about who you are and what you will do. Und du solltest da auch keinen Anschluss nehmen, wenn die Eltern und vor allem der Vater dich so ein bisschen in die Mangel nimmt, wenn das zeigt, wie viel Ehre und Respekt er wünscht. Because that's how important people are. Denn das ist einfach, wie wichtig die Leute sind. That's how important marriage is. Das ist einfach, wie wichtig Ehe ist. So let's have a look at a few principles of courtship. Lass uns ein bisschen anschauen, welche Elemente dieses Werben oder Umwerben hat. And let's try and recover the lost art of courtship. Und lass uns einfach diese verlorene Kunst des Umwerbens wiederentdecken. Now, some people get hung up about this word courtship. Also manche Leute stören sich an diesem Wort Werben, Umwerben, Hofieren. And both in English and in German, it's probably not the ideal word. Und weder auf Deutsch noch auf Englisch ist das Wort nicht ganz ideal. But after many years of debating with lots of people, we just can't seem to find a better word. Aber wir haben viele Jahre darüber diskutiert und wir haben jetzt einfach kein besseres Wort gefunden. So if you find a better word, please let me know. Wenn du ein besseres Wort weißt auf Deutsch, auf Englisch, sag But it's not about the word. Aber es geht nicht ums Wort. It's about the heart. Es geht ums Herz. It's about the principles. Es geht um die Prinzipien. So you don't have to use this word, you can use another word. Du musst nicht dieses Wort benutzen, du kannst ein But anderes what's Wort really benutzen. important is that we give ourselves to doing it this way. Aber worum es einfach geht, dass wir uns einfach darauf, auf diesen Weg einigen. So courtship defined is simply romance with honor. Also Umwerben definiert würde man sagen, es geht um ehrbare Romantik. And courtship described is pursuing romantic relationships by seeking God's will, building on friendship, guarding sexual purity, being honorable in everything, chivalry and good manners, inviting counsel, conducted openly with the long-term goal of marriage. Wenn wir Umwerben beschreiben, würde man sagen, das Streben nach einer romantischen Beziehung, indem man Gottes Willen sucht, auf Freundschaft baut, sexuelle Reinheit bewahrt, indem man ehrenhaft ist, ritterliche Umgangsformen wie gute Manieren besitzt und Rat einholt. Diese Beziehung sollte nicht heimlich geführt werden und die Ehe als langfristiges Ziel haben. Alright, so let's unpack that big suitcase. Also lass uns da mal reinschauen. So the first element of courtship is God first. Das erste Element von diesem Umwerben ist Gott an erster Stelle. In Matthew 6 verse 33 it says, "But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well." In Matthäus 6,33 steht, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. So in courtship we commit to putting God first. Also bei diesem Umwerben verpflichten wir uns dazu, Gott an erster Stelle zu setzen. That means we seek God's will for the relationship. Wir suchen nach Gottes Willen für diese Beziehung. But it also means that we put Him first in the relationship. Aber das bedeutet, dass wir ihn in der Beziehung an erster Stelle setzen. Now the problem with us as humans is we have what people call bias confirmation. Was wir Menschen haben, ist so ein bisschen eine Diskrepanz in der Bestätigung. Which means that as people, we have our opinion and we look for things to confirm that we're right. Wir als Menschen haben unsere Meinung und suchen uns Menschen oder Stellen, die unsere Überzeugung bestätigen. And so often we reject things that don't fit in with our view. Wir lehnen oft Dinge ab, die uns nicht in den Kram passen. And we look for those perspectives that agree with what we already believe. Und wir suchen nach Meinungen, Perspektiven, die mit unseren Perspektiven übereinstimmen. And this is no way stronger than with romance. Und das gilt vor allem, wenn es um romantische Beziehungen geht. Is that you can have people who are like really good at hearing God, but then when it gets to romance, something just goes wrong. Es gibt Leute, die wirklich Gottes Stimme hören, aber wenn es dann die Romantik mit ins Spiel kommt, geht es irgendwie schief. It's because we have this like very strong desire and bias in us for what we want. Denn wir haben wirklich dieses tiefe Verlangen für das, was wir wollen. So what I would say is, when you're seeking God, try and give multiple confirmations about it. Und wenn du nach Gott suchst, dann versuch einfach von verschiedenen Seiten die Bestätigung zu holen. Pray and give it time. Bete darüber und gib der Sache Zeit. Let it be tested. Lass es prüfen. And at a minimum,
you need to have peace before you get into a relationship. Aber auf jeden Fall und auf Minimales runtergebrochen musst du einfach Frieden im Herzen. Colossians 3:15 says, let the peace of Christ rule or act as the umpire in your heart. In Kolosser 3, Vers 15 steht, und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen. I had a friend who was in a relationship with somebody and then actually got engaged and then broke off the engagement. Ein Freund von mir, der war in einer Beziehung und hat sich dann verlobt und diese Verlobung wurde gelöst. He's now married to someone else and has children. Er ist jetzt mit jemand anderem verheiratet und sie haben Kinder. But I remember he said this to me. Aber ich erinnere mich, wie der Freund es zu mir sagte. He said, Gareth, I heard you say that we always should have peace about our relationships. Er sagte zu mir, Gareth, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, wir sollen immer Frieden haben über die Beziehung. But whenever I prayed about this girl, I didn't have peace. Und ich erinnere mich immer, wenn ich gebetet habe für diese Frau, habe ich mich nicht im Frieden gefühlt. But I thought if I got engaged to her, like I would get peace. Und ich dachte, wenn ich mich mit ihr verlobe, würde ich Frieden bekommen. But when I got engaged to her, I lost even the little bit of peace I had and I became really stressed. Aber als ich mich dann mit ihr verlobt habe, habe ich sogar den wenigen Frieden, den ich hatte, verloren und ich war total gestresst. He said, I should have listened to you from the beginning. Ich hätte von Anfang an auf dich hören sollen. And he said, I will never get into another relationship unless I have peace first. Und ich werde niemals mehr eine andere Beziehung anfangen, bevor ich nicht diesen Frieden habe. Another thing to say is, even if you feel like God speaks really clearly to you about a relationship, und eine andere Sache ist, selbst wenn du das Gefühl hast, dass Gott sehr klar zu oder über eine Beziehung spricht, you must never use that in a manipulative way. dass du das nie auf manipulative Weise benutzt. It's completely out of order to go to someone and say, God told me you're going to be my wife or we're going to get married or something like that. Also es geht wirklich gar nicht, dass du zu einer Person hingehst und sagst, hey, Gott hat mir gesagt, dass du mich heiratest. Alright, and when we seek God's guidance, it's like, imagine a compass with 4 needles. Und wenn wir da Gottes Richtung suchen, dann stellt euch einen Kompass vor, der 4 Nadeln hat. There's God's word, Es gibt Gottes Wort, then there's God's spirit, Gottes Geist, God's people, Gottes Leute, and God's wisdom. Gottes Weisheit. And ideally, these 4 sources of guidance will all line up. Und im besten Falle würden diese 4 Richtungen, diese 4 Nadeln der Richtungsweisung alle auf einer Linie stehen. But obviously here we're saying that what's different with courtship is that God is at the center of it. Aber was bei diesem Umwerben einfach wichtig ist, dass Gott im Mittelpunkt ist. Alright, the second principle is friendship first, fire second. Und das zweite Prinzip ist erst die Freundschaft, dann das Feuer. Because romance can be like a fire that both blinds and burns. Denn Romantik kann wie ein Feuer sein, das blendet und brennt oder verbrennt. You know, this is the Hollywood way. Der Weg, wie Hollywood das macht. Love at first sight, sex on the first night, followed by a big fight, and divorce soon in sight. Übersetzt, Liebe auf den ersten Blick, Sex in der ersten Nacht, gefolgt von einem großen Krach, und die Scheidung ist schon in Sicht. And what happens in Hollywood is they put the fire of romance before friendship. Denn was gemacht wird, ist, dass dieses Feuer der Romantik vor die Freundschaft gestellt wird. But if you start with romance, it becomes difficult to know what's really going on. Aber wenn man mit Romantik startet und Feuer startet, ist es schwer zu sehen, was eigentlich los ist. The most important factor in a relationship is friendship. Denn der wichtigste Faktor in einer Beziehung ist die Freundschaft. It's friendship first, Es geht um Freundschaft zuerst, but it's also friendship last. aber Freundschaft ist auch das, was andauert. Think about a couple of 80-year-olds in an old age home who married. Denkt euch so ein elterliches Ehepaar, 80 Jahre in so einem Pflegeheim. What's most important about their relationship is that they're friends. Und das Wichtigste ihrer Beziehung ist, dass sie immer noch Freunde sind. So you should be married to your best friend. Du solltest deinen besten Freund heiraten. And never get into a relationship with someone you wouldn't be friends with. Und lass dich nie auf eine Beziehung mit jemandem ein, mit dem du nicht befreundet sein würdest. I remember one time I had this friend, Ich erinnere mich, ich hatte mal einen Kumpel, and this friend said to me, it was a girl, and she said to me, yeah, I'm in a relationship with this guy, even though before we got into a relationship we were not friends at all and I didn't like him. Eine Freundin von mir, die meinte, ja, ich bin jetzt mit diesem Typen zusammen und bevor ich mit ihm zusammen war, könnte ich mir nicht mehr vorstellen können, mit ihm befreundet zu sein. I remember thinking to myself, that's strange. Und dann habe ich zu mir gesagt, das ist komisch. And I thought, I hope it can work. Und ich gedacht, ja, ich hoffe, das klappt. Sadly it didn't. Es
Das hat leider nicht geklappt. Never get into a relationship with somebody you wouldn't be friends with. Lass dich nie auf eine Beziehung mit jemandem ein, mit dem du nicht befreundet sein wirst. So marriage is just a friendship on fire. Also Beziehung ist eine glühende, lodernde Freundschaft. So developing a friendship is the key. Also Freundschaft ist wirklich der Schlüssel. The third principle of courtship is purity is potent. Der dritte Punkt ist, Reinheit birgt Kraft. You know, real power is self-control. Die wahre Kraft ist Selbstkontrolle. Real power is purity. Die wahre Kraft ist Reinheit. The reason that we wait for sex until marriage Der Grund, warum wir bis zur Ehe warten mit dem Sex, is that we see sex as sacred and as special. ist, dass wir Sex als etwas sehr Kostbares, Heiliges und Besonderes ansehen. Something very powerful. Etwas sehr Kraftvolles. And so when we have sex before marriage, we actually cheapen sex. Und wenn wir halt vor der Ehe Sex haben, dann ist es, als würden wir Sex verramschen. But it's important to say, it's not because as Christians we think sex is bad or dirty. Und es ist nicht, weil wir als Christen denken, Sex ist schlecht oder dreckig. No, sex is beautiful and it's a gift from God. Sex ist großartig, es ist ein Geschenk Gottes. But it's so precious that we protect it by having it only in sex, in marriage. Aber für uns ist es halt so kostbar, dass wir es halt so beschützen und in der Ehe entwickeln. And one of the biggest problems with the sort of pandemic of pornography that we have Und ein Problem, was wir mit dieser Pornopandemie haben, is that what pornography does is it tries to enjoy sex not only outside of marriage but alone. und dass halt nicht nur Sex bevor der Ehe quasi beworben wird, sondern auch Sex mit alleine, mit sich And selbst. so it completely distorts where sex should be. Und das verschiebt Sex an eine Stelle, wo es nicht sein soll. The other thing that it does is that it causes us to be over-sexualized. Und das führt auch dazu, dass wir vielleicht übersexualisiert werden. And so if a person is completely addicted to porn, it's difficult for them to build healthy cross-gender relationships because their mind is just filled with all those images. Und wenn jemand da stark in Pornografie involviert ist, ist es schwierig, mit einer realen Person mit dem anderen Geschlecht eine gesunde Beziehung aufzubauen, weil der Kopf einfach voll ist von Dingen. Ecclesiastes chapter 3 says that God makes everything beautiful in its time. In Sprüchen steht, dass Gott alles zu seiner Zeit schön und richtig macht. And he says that there's a time to embrace and there's a time to refrain from embracing. Es gibt eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, die Umarmung loszulassen. When you marry, that's the time to sexually embrace. Wenn du verheiratet bist, das ist die Zeit, sexuell zu When umarmen. you're single, that's the time not to embrace like that. Und wenn du Single bist, dann solltest du diese Umarmung nicht machen. But that doesn't mean we need to be like all weird about the body. Deshalb müssen wir aber nicht irgendwie den Körper komisch finden. You know, we don't need women to dress in sheets. Wir müssen nicht, als Frauen müssen keine Schleier tragen oder sich verstecken. It's not that women can't wear makeup. Es ist nicht so, dass Frauen nicht Make-up tragen. But we need to have normal, healthy relationships. Wir müssen normale, gesunde Beziehungen führen. But we're just keeping the beauty of sex for marriage. Aber diese Schönheit, die Sex beinhaltet, sparen wir für die Ehe. The fourth principle is that honor is ageless. Das vierte Prinzip ist, dass Ehrbarkeit zeitlos ist. In Hebrews 13:4 it says marriage should be honored by all. In Hebräer 13,4 steht, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten In 1 Samuel chapter 2 verse 30 it says, those who honor me, I will honor, says the Lord. In 1 Samuel 2,30 sagt Gott, denn die mich ehren, werde auch ich ehren. So honor might be old-fashioned, but it's not out of fashion. Ehre ist vielleicht eine Sache aus der Vorzeit, aber es ist nicht aus der Mode gekommen. And certainly not old-fashioned with God. Und sicherlich auch nicht bei Gott aus der Mode gekommen. So we need to honor God. Wir sollen Gott ehren, We need to honor our partner. unseren Partner We ehren, need to honor our partners and our parents. wir sollen unsere Eltern ehren, We need to honor spiritual leaders. geistliche Leiter We ehren, need to honor friends. auch unsere Freunde sollen wir ehren. Honor is like a boomerang. Ehre ist wie ein Boomerang. When you honor others, it comes back to you. Wenn du andere ehrst, kommt Ehre zu dir zurück. Honor is like a train. Ehre ist wie ein Zug. One time there was a lady who came to me for prayer. Einmal kam eine Frau zu mir und hat um Gebet gebeten. And she said to me, I want to get married and I want to get married soon and I want to just
a small wedding, and we just do it quickly. Und die Frau sagt, ich will einfach schnell heiraten, das soll eine kleine Hochzeit sein und ich will, dass das bald passiert. She said, I don't want like all the stress of like everybody and all the stuff that goes with it. Und ich möchte nicht irgendwie diesen Stress und alle einladen und das Ganze organisieren. So I said, okay, well, let's pray. Ich dachte, okay, lass uns beten. And so as I prayed, I had a vision. Und als wir gebetet haben, hatte ich so einen Eindruck. And I saw this old train come into a station. Und ich sah, wie so ein alter Zug an den Bahnhof kam. The name of the train was Honor. Und der Name des Zuges war Ehre. And this couple were like the drivers of the train engine. Und dieses Paar, das heiraten wollte, saß quasi vorne im Führerwagen. And they were impatient and they wanted to just pull out of the Und station. die waren ein bisschen ungeduldig und die wollten losfahren. But the train engine was connected to carriages. Aber dieser Lokwagen, der Führerwagen, da waren noch Waggons hinten dran. And people needed to get on the train. Und da mussten noch Leute einsteigen. And it was like in the old times when you had a conductor who had a whistle. Und das war dann so wie früher, da gab es so einen Mann, der eine Pfeife hatte, der dann pfeift und dann sagt, wann es losgeht. And the conductor would only let the train go at the right time. Und dieser Lokführer oder Zugführer, der gibt erst das Signal, wenn alle quasi im Zug sind. And that was when everybody was on and it was according to schedule. Und dieser Zug durfte nämlich erst losfahren, wenn alle an Bord sind und der Zeitplan das gesagt hat. And from that vision I understood that it's really important that we honor other people in our marriage. Und von diesem Eindruck habe ich mitgenommen oder weitergegeben, dass es wirklich wichtig ist, andere Leute zu ehren. We often think of our marriage as it's me and my spouse. Und wir denken oft bei Ehe darum, dass es nur um mich und meinen Mann oder meine Frau geht. But actually, your marriage is connected to a whole lot of people. Aber tatsächlich ist deine Ehe eigentlich beeinflusst viele andere Menschen und Beziehungen. And those people all need to be on board. Und diese Leute müssen mit an Bord sein. And the Holy Spirit is the conductor. Und der Heilige Geist ist der das And Trillerpferd he will not let you go before it's the right time. Und er wird diesen Zug nicht losfahren lassen, bevor die Zeit da ist. And so I shared that vision with that lady. Und dann habe ich diesen Eindruck der Frau erzählt. And then she said, oh, I knew God was saying something like that all along. Ich habe gewusst, dass Gott sowas sagt. She said, okay, I'll do it like that. Okay, dann mache ich so. So, the fifth principle of courtship is manners maketh man. Das fünfte Prinzip ist das gutes Benehmen den Menschen aus. This is how I was brought up to be a gentleman. Ich wurde da zu einem Gentleman erzogen. That it's really important that men are not brute beasts, but they actually have good manners. Dass Männer nicht so brutale Tiere sind, sondern wirklich Manieren haben. It says in Isaiah 32 verse 8, but the noble man makes noble plans, and by noble deeds he stands. In Jesaja 32,8 steht, gute Menschen haben gute Absichten und bestehen auf dem Guten. So this is about being a gentleman or a lady. Es geht darum, ein Gentleman oder eine Lady zu sein. Because chivalry is always in style. Denn Ritterlichkeit ist immer in. Now some people think, okay, but if a man is chivalrous, it's saying that the woman is weak. Und viele Leute denken, okay, wenn ein Mann so eine Ritterlichkeit an den Tag legt, heißt es, dass die Frau schwach ist. But this is a misunderstanding. Aber das ist ein Missverständnis. Chivalry means that a woman is special. Denn Ritterlichkeit bedeutet, dass eine Frau besonders ist. For instance, if you saw a very wealthy lady, Wenn ihr zum Beispiel eine sehr reiche Frau seht, or it could be a man, oder einen reichen Mann, and there was a big stretch limousine, und da ist eine große Limo, and there was the personal security who opened the door for that rich person, und diese Person hat Sicherheitspersonal und die öffnet der Person die Tür, and there was a chauffeur who drove that car, und es gibt einen Chauffeur, der das Auto gefahren hat, it would be silly for that rich person to go, hey, why are you treating me like I'm weak? dann wäre es ja komisch, wenn die Person sagt, zu sehen, wer die Tür öffnet, hey, warum behandelst du mich so, als wäre ich schwach? No, that person understands they're treating me as though I'm special. Nein, diese Person versteht, hey, die ehren mich, die behandeln mich so, als wäre ich was Besonderes. It's the same as if you go into a very smart restaurant. Es ist wie wenn du in ein sehr teures Restaurant gehst. Then they take your coat from you when you go in. Die nehmen dir den Mantel ab. It doesn't mean that you are too weak to hang your own coat up. Das bedeutet nicht, dass du zu schwach bist, deinen Mantel It aufzuziehen. means that you've been treated as a special guest. Das heißt nur, dass du wie ein besonderer Gast behandelt wirst. So it's important that men can treat women with chivalry.
Aber es ist wichtig, dass Männer Frauen in so einer Ritterlichkeit behandeln. You know, that they can open doors. Dass sie Türen They can offer their seat. den Platz anbieten. They can allow, you know, maybe somebody, an old lady to go in front of them in the queue. Vielleicht, dass man eine ältere Frau anbietet, dass man sie vorlässt an der Schlange. That then when they see their wife carrying something heavy, that they can carry it for them. Dass, wenn jemand etwas Schweres trägt, dass man ihnen hilft. When there's a spider in the bathroom, that they're the ones who go and catch it. Wenn eine Spinne irgendwo ist, dass sie sich anbieten, diese Spinne einzufangen. When there's a funny noise in the middle of the night, that they're the one to get up and go check it out. Wenn es komische Geräusche gibt nachts, dass sie sich anbieten und sagen, hey, ich guck mal nach. Alright, the sixth principle of courtship is that counsel is king. Das sechste Prinzip ist, dass das Rat einholen Trumpf ist. Because we can be so easily deceived about romance, it's really important to get good counsel. Und man kann wirklich so einfach enttäuscht werden, wenn es um Romantik geht, dass wir da einfach guten Rat einholen. It says in Proverbs 12 verse 15, the way of the fool seems right to them, but the wise listen to advice. In Sprüche 12 Vers 15 steht, ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Sprüche 15:22, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Deuteronomy 19:15, a matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. 5. Mose 19:15, nur auf Zweierzeugenaussage oder auf Dreierzeugenaussage soll eine Sache gültig sein. So don't just tell people what you've already decided, invite them into the decision-making process. Also sag einfach nicht nur Leuten Bescheid, wofür du dich entschieden hast, sondern mache auf und lass Leute rein in diesen Entscheidungsprozess. You know, those trusted people who you go to. Also diese Vertrauenspersonen, die du hast. I think that what a lot of people do is they don't invite people into the process of decision making. Und ich glaube, was oft passiert ist, dass einfach diese Leute nicht in diesen Entscheidungsprozess mit They don't ask einladen, for advice at the beginning, dass sie nicht am Anfang dieses Prozesses fragen, but once they've already made their decision, they announce it. sondern dass sie erst am Ende dieses Prozesses sagen, hey, das ist das Ergebnis. So they tell their friends, Die sagen es ihren they tell Freunden, their parents, ihren tell their Eltern, pastors, ihren Pastoren, this is the person I'm going to get married to. das ist die Person, die ich heiraten Or will. I'm in this relationship. Ich bin jetzt in dieser Beziehung. And then they have this expectation that everyone who they tell goes, yay, that's so good. Und die haben dann einfach diese Erwartung, dass alle sich freuen und sagen, hey, voll cool. But those people who they tell don't know anything about this. Aber diese Personen, die das sagen, die wissen ja gar nichts drüber. And so it's difficult for them to be excited because they're worried you're making a mistake. Es ist schwierig für diese Personen, sich zu freuen und zu begeistert zu sein, weil sie gar nichts darüber wissen. So I want to encourage you, invite the trusted people into your life, into the beginning of that process. Und deshalb möchte ich dir einfach den Rat geben, lade diese Leute, die du vertraust, ein, ganz am Anfang dieses Prozesses. And that's a great way to get them on board. Und das ist wirklich ein guter Weg, die quasi an Bord zu holen von diesem Zug. And even when you honor those people, they will then honor you later. Und wenn du diese Person ehrst, werden sie dich später auch. Number 7 is no secrets in the light. Nummer 7, im Licht gibt es keine Geheimnisse. When we have nothing to hide, we hide nothing. Wenn wir nichts zu verstecken haben, verstecken wir auch nichts. Alcoholics Anonymous have their famous statement, you're only as sick as your secrets. Die anonymen Alkoholiker haben so ein berühmtes Zitat, das heißt, du bist so krank wie deine Geheimnisse. So when you do your romantic relationship, I want to encourage you, do it in the open. Ich möchte einfach dir Mut zu sprechen, dass wenn du so eine romantische Beziehung eingehst, mach das in der Öffentlichkeit. Don't have like it hidden away and in the dark. Versteckt sie nicht und trefft euch nicht heimlich. And then the 8th and last principle is not playing games. Und das 8. Prinzip ist es, keine Spiele zu spielen. I would say that, this is an approximate statistic. Und was ich jetzt vorstelle, ist so eine ungefähre Statistik. But maybe 90% of the people you meet, you know straight away, or after a short time, I would not marry that person. 90% der Leute, die du triffst, würdest du sagen, okay, die sind kein Heiratsverträger. Maybe there's another 5% who are attractive, but after some time you realize, no, this person's not a serious prospect. Da gibt es vielleicht 5 andere Prozent, die du attraktiv findest, aber du sagst, okay, da gibt es irgendwie keine Zukunftsaussicht. Leaving only maybe 5% of the people you know who are actually marriage prospects. Was dann
am Ende dazu führt, dass nur 5% Leute du triffst, tatsächlich irgendwie Heiratsmaterial. What I want to really encourage you is don't fool around with the 95% who you know for sure you would never marry them. Also alber nicht mit diesen 95% herum, von denen du ganz sicher weißt, dass du keine Zukunft mit ihnen haben. But this is the problem with lust. Aber das ist das Problem mit Begierde. Is that we want certain, like maybe sexual gratification, so we'll just use somebody even though we know we would never marry them. Wir wollen einfach sexuelle Befriedigung und dann gehen wir das auch mit Leuten ein, wo wir wissen, okay, das wird nirgendwo hinführen. This of course doesn't mean that you know you're going to marry someone before you begin a relationship. Das heißt natürlich auch nicht, dass du erst eine Beziehung mit einer Person anfangen kannst, wenn du weißt, oder denkst, dass du sie heiratest. But it has to at least be like you think it's a possibility. Sondern einfach, dass du einfach weißt, es ist eine Möglichkeit. Alright, so let's just summarize what we've been saying. Also lass uns noch mal zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. We said that we want to seek God's will, which is God first. Wir wollen Gottes Willen suchen, also Gott an erster Stelle. We want to build on friendship, which is friendship first, fire second. Wir wollen auf Freundschaft aufbauen, also erst die Freundschaft, dann das Feuer. We want to guard sexual purity, which we call purity is potent. Wir wollen sexuelle Reinheit bewahren, also Reinheit birgt Kraft. We want to honor in everything. We said honor is ageless. Wir wollen überall und jedem Ehre bringen, also Ehrbarkeit ist zeitlos. We want to conduct ourselves with chivalry and good manners, which we said is manners maketh man. Wir wollen so Ritterlichkeit und gute Manieren bewahren, ein gutes Benehmen macht den Menschen aus. We want to invite counsel into our lives, and we call that counsel is king. Wir wollen wirklich Leute einladen, die uns beraten bei dem Prozess, also Rat einholen ist Druck. We said we want to do our relationship in openness and not in secrecy, which we call no secrets in the light. Wir wollen diese Beziehung öffentlich führen und nicht im Geheimen. Also im Licht gibt es keine Geheimnisse. And we said that we want to enter into romance with the long-term goal of marriage, which we call not playing around. Und wir wollen in so eine Beziehung eintreten mit dem langfristigen Ziel der Heirat. Wir wollen keine Spielchen spielen. So my encouragement for all of us is to see courtship as best and beautiful. Und ich möchte einfach, dass wir verstehen, dass es am besten, am schönsten ist, zu umwerben. It's not about having all these rules about how you're supposed to do it. Und es geht nicht darum, diese ganzen Regeln zu haben, wie man es machen soll. But it's about being personally convinced that this is the most beautiful and the best way of doing relationships. Es geht darum, so eine persönliche Überzeugung zu haben, dass das der beste und schönste Weg ist, so eine Beziehung zu führen oder sie einzugehen. And so we're going to close the service now. Wir werden den Gottesdienst schließen. And I'm going to ask the worship team to come up. Und das Lobpreisteam bitte auf die Bühne zu kommen. And just before we close, I want to pray with anyone who doesn't know Jesus. Und ich möchte aber noch mit allen beten, die Jesus nicht kennen. And maybe as we've been going through all of this, you've kind of thought, I like this, but this is very far from where I am. Und du hast vielleicht gedacht, als wir durchgegangen sind, hey, irgendwie finde ich das gut, aber es ist wirklich weit weg von dem, wo ich stehe. You may also have thought that you've made a lot of mistakes in relationships. Und du hast vielleicht gedacht, okay, da habe ich vielleicht hier und da Fehler gemacht. You might think, I'm too ashamed, I can't do it this way because of all the problems in my life. Vielleicht schämst du dich aufgrund dieser Probleme und denkst, okay, da kann ich niemals hinkommen. We're going to pray with you in a moment in the ministry time for all of those things. Und wir werden gleich dafür beten für all diese Sachen. But I want to say that the desire that we have for marriage, Ich möchte sagen, dass diesen Wunsch, den wir haben, oder die meisten haben für Ehe, the dreams that we have about romance, diese Vorstellungen und Träume, die wir hinsichtlich von Romantik haben, these are just like flickering images of actually our deeper desire for God Himself. das ist tatsächlich nur so ein flackerndes, schummriges Bild von unserem Wunsch nach Gott selbst. Finding a partner is good, but finding God is better. Einen Partner zu finden ist gut, aber Gott zu finden ist besser. And maybe you're feeling like that longing to come home to God. Und du spürst vielleicht diese Sehnsucht, zu Gott zu kommen. Jesus died on the cross, Jesus ist am Kreuz gestorben, took all your sin and shame upon Himself, hat alle deine Sünde, deine Scham auf sich took genommen. all of those failures in relationships, All diese Fehler in Beziehung hat er auf sich genommen. took all your lust, Deine Begierde hat er took it genommen. all upon Himself at the cross, Alles auf sich genommen am so Kreuz. that He can offer you grace and mercy now. Und er kann dir jetzt Gnade anbieten. And so if you want to come home to Jesus, Also
nach Hause zu Jesus and pray with me now. und bete jetzt mit mir. Father, I thank you for sending Jesus to die on the cross. Vater, danke, dass du Jesus auf die Erde geschickt hast, damit er am Kreuz Thank you that he took all my sin and shame, Danke, dass er alle meine Sünde und Scham genommen took my hat, broken meine relationships, kaputten Beziehungen genommen hat, took everything that I did wrong. alles genommen hat, was ich falsch getan habe. Jesus, I thank you that you paid the price instead of me. Ich danke dir, dass du den Preis für mich gezahlt hast. And I repent of my mistakes and my sin. Und meine Fehler tun mir leid. I ask that you would forgive me now, Ich bitte dich darum, mir zu vergeben, that you wash me and make me clean, dass du mich reinigst, that you make me a child of God. dass du mich als dein Kind annimmst. And I choose to come home to you now. Und ich entscheide mich dafür, zu dir zu kommen. In Jesus' name.